Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Halb Acht um 7:30 und zur dritten Folge von Her Story. Her, das ist, wie wir mittlerweile rausbekommen haben, Hannah, die Frau von Simon, und Simon scheint ermordet worden zu sein. Und so wie wir das festgestellt haben, hat sie Simon erst als vermisst gemeldet am 18.06. Am 27.06. hat sie offensichtlich dafür gesorgt, dass der tote Körper gefunden wurde. Und am 3.07. hat sie offensichtlich gestanden. So der bisherige Stand. Wir suchen aber trotzdem noch nach weiteren Schnipseln, weil wir das Rätsel noch nicht gelöst haben. Uns fehlt vielleicht noch ein, warum hat sie das gemacht? Mit wem hat sie das gemacht? Und irgendwie sehe ich hier gerade, dass auf unserer Friends-Suche tatsächlich hier noch etwas ist, was wir letztes Mal nicht angeguckt haben. Damit fangen wir doch einfach mal direkt an. Klick. Mum and Dad had never had any reason to notice. They were always busy. If Hannah was eating a lot, they didn't mind. She didn't put on any weight. That girl has a healthy appetite. If they heard us talking in the attic, they just thought it was Hannah playing one of her games, and that Eve was our imaginary friend. Once, she was already up and dressed and ready to go to school, and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear, she went mad. Get dressed this instant! So I ducked into our bedroom, and seconds later, out came Hannah, dressed and ready. Mum was amazed. Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Eve eine Zwillingsschwester ist, mit der sie irgendwie immer mal Sachen macht, oder zumindest sieht sie ihr ziemlich ähnlich oder irgendwie so etwas. Ja. Ich glaube, nach Eve hatten wir schon mal gesucht, wenn ich mich daran richtig entsinne. Eve, ich habe bestimmt schon mal nach Eve gesucht. Da, genau, Eve, das gab 7 Videos. Wenn ich das wiederhole, habe ich hier aber nichts Neues bei. Das ist doof, dass ich nur die ersten 5 sehe. Dieses Access-Limit ist echt nervig. Wir haben schon einiges gefunden, aber einiges auch noch nicht. Okay. Gut, was fehlt uns noch? Kann man das hier nicht irgendwie im Vordergrund schieben? So. Wir haben diese Ritmis noch nie gelesen. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwie etwas Spannendes bei war. So, bla 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 bla. Ja, alles nichts Spannendes so beim Überfliegen. Was haben wir denn da noch? Irgendetwas war noch mit den Nachbarn. Habe ich das richtig geschrieben? Wieder nicht nah. Das ist das Problem, dass man auch immer so ein bisschen mit auf Rechtschreibung achten muss und so etwas. Ist das irgendwie nicht ganz so einfach. Was haben wir denn da noch am Start? Vielleicht kriegen wir noch was über die Eltern raus. Hießen die noch Doug und Eleanor? Genau, mal gucken. Vielleicht hat er ja was damit zu tun. Na, guck mal, ein paar Videos, die wir noch nicht haben. Schauen wir mal. Yeah. I've been round to Doug and Eleanor's and they're very worried. I feel sorry for them. Ja, natürlich. I got a job to contribute, you know. Doug knew someone and I got a job as a dinner lady at the primary school. They said it didn't matter if I could cook or not, just don't poison the kids. So you see, it's always been complicated between me and Simon. It's never just been the two of us. There's always been pressure. Okay. 1984 was an awful year in the end. We were living at Doug and Eleanor's. I lost the baby at the end of spring and my parents died in the summer. Uiuiui. It was a hot summer, a heat wave. So
when they discovered the bodies, it was just awful. Because of the circumstances, them dying together like that, they brought in a lot of police. A forensic entomologist. I had to look that up. It was because of the heat. It's just awful. Puh, okay. Das Jahr habe ich nicht mitgekriegt. 1984. Okay, 1984. Ja, geh weg. Kann man das da auch eingeben? Da kann er nach Wörtern suchen. Ah, okay. Das ist das, was wir gerade eben hatten wahrscheinlich, ja. Okay, kommen wir da irgendwie weiter, wenn wir da noch nachgucken? No, they were shut. Most of the windows were really hard to open anyway. It's stifling in summer. They were painted over by my dad. Could have left a door open accidentally. Or there's a cat flap in the back door. Okay. Ich will hier immer noch Videos hier irgendwie aus der Session wieder rauskriegen. Das wäre super, aber irgendwie will ich noch mehr dazu adden. Wo kommen die dann an? Achso, da. Okay. Kann ich den hier irgendwie verschieben? Ach, guck mal, ich kann... Ach so, guck mal, ich kann mir hier die Dinge so zusammenschieben. Das ist ja cool. Dann könnte ich mir vielleicht ein vernünftiges Interview so zusammenzimmern. Okay, das heißt, wir sortieren ab jetzt mal schön alles, was wir da irgendwie finden. Vielleicht haben wir da ja Glück. So, alles, was auch mal. Das bleibt nicht, oder was? Das so gerade hier hingeschoben. Den. So, okay. Puh. Vielleicht kriegen wir da noch was zu raus. Mum and Dad never knew what was going on. Got so good at it. We were so in sync that we'd use each other to cheat. If one of us had a hangover, the other one would go to school. Whoever was best at a subject would sit the exam. There were lots of differences between us. Some things one is better than the other at. Okay. Kriegen wir darüber irgendwie was raus? Schade. Also diese Eve und die Hannah, die sind ziemlich gleich. Jetzt weiß ich gerade nicht, was Zwilling auf Englisch heißt. Das ist doof jetzt. Wenn ich nicht eingebe, dann kriege ich nur diese ersten 5, die ich alle schon gesehen habe. Das hilft mir nicht weiter. Insbesondere das hier fand ich dabei sehr interessant. What are you doing talking about Eve? Ich wüsste ja gerne, was die da immer klopfen. Riecht da was raus? Oder dieses, keine Ahnung, Nocken? Nee, nur dass sie die Lockzeichen gemacht, das habe ich aber schon mal gesehen. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code. The knock code. Something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Ja, das wissen wir alle schon. Wohnte die auf dem Dachboden oder was? Yes. I inherited it from my parents, so it made sense to move back. Me and Simon. Felt like going back to old ways before the pregnancy.
reminded me of being a girl, the dollhouse in the attic, old things. We didn't sleep in my parents' bedroom for a long time. We decorated it as soon as we moved in, but it was another year before we started sleeping there. Okay. Wir sind in das Haus gezogen, ein Jahr nachdem die Eltern gestorben sind, offensichtlich. Could the hairs have come from somewhere else? I mean, could they... We have a lot of dolls in the attic. There's a Rapunzel doll with long blonde hair. Could they have come from there? Blonde Haare, wo kommt die nur her? Das adden wir auch mal in die Session, einfach weil dir das gefällt. She recognized me from the window. She told me to come inside, and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. There was a dollhouse. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Waren sie jetzt auf ihrem Attic oder auf einem anderen Attic oder was ist da los? Den. So. Dollhouse. Vielleicht haben sie damit noch irgendwas. The legal stuff was completed very quickly. Hannah moved back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. He decorated, modernised wallpaper, curtains. Hannah insists the attic be left as it was, dollhouse and all. Simon never went up there. Also jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Frau, die da sitzt, Hannah oder Eve ist. Vielleicht tauschen die ja immer noch. Das wäre ja richtig krass. Ist sie Eve? Ist Eve die Mörderin und nicht Hannah? Das ist ja... Das ist schon ziemlich krass. Plötzlich bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Verzeihung. Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Sie ist nicht Hannah. Yes. Sie hat einen Lügendetektor My name is Hannah angeschlossen. Smith. Oh, shit. Sorry. Hannah und Eve haben getauscht. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Alter Vater. Sie? Moment, wann ist das gewesen? 11:29 Uhr? 11:27 Uhr. Das heißt, sie wurde ertappt, dass sie gar nicht Hannah ist und wurde dann ertappt und Eve war's. Und die beiden sind Zwillingsschwestern. Ha! Das ist ja geil. Das ist eine richtig geile Story. Okay. Diary. Es gab ein Tagebuch. Guck mal, noch später. Florence was a warm, kind person. But she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. Older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there.
I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. Okay. When I was 8, Mother died. She slipped down the stairs. It was an accident. I had read her diary at that point and I knew she wasn't my real mother. So I burned the diary that day and I left. Walked out and across the street. Alter Vater. Ihre Mutter ist gestorben, also pass auf. Das ist ja krass. Okay, also. Die Mutter von Yves und Hannah hatte 2 Kinder. Florenz war die Hebamme und hat ihr gesagt, ein Kind ist gestorben, hat 1 behalten. Aber als als Yves 8 Jahre alt war, dann ist Florenz gestorben. Und die beiden Mädels haben sich auf dem Dachboden immer abgewechselt. Wie geil ist das denn bitte? Just became our way of life. We would swap places and take it in turns to do things. And we were very careful. Whoever had been out that day would come back and write a detailed diary so that we were on the same page. We had a list of rules that said what we could and couldn't do in any given situation. It was exhaustive. We lived a second life through those rules. Rules for things that could only ever happen inside our imaginations. We would consider all the permutations of future events and agree rules to walk our way through them. Krass. Krass, krass, krass. Okay, so noch die Frage, wer getötet hat. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Krass, krass, krass. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Krass, ja, ich weiß, es ist gruselig, wenn dieses Gesicht da immer auftaucht. Ich weiß, dass das wichtig ist. Okay. Okay. Das ist ja so lustig. Okay. Das ist ja krass. Und dann haben die auf dem Dachboden gelebt und sich immer ausgetauscht. Das ist ja unglaublich. Das ist eine Lüge. Haha. I've never taken a lie detector test before. Does it really work? Und wie es wirkt.
My name. That was the only question I failed. Your lie detector works. Genau. Yes. I'll take a lie detector test. A week or so ago. It would have been the Saturday before my birthday. You know, I get like that on the weekends, have a lie-in, then want to get up and blitz the house. Ja, ja. Es ist nur die Frage, wer von euch ist die Mörderin? When she went home, Simon had a birthday tea waiting. Afterwards, she told Simon about me, told him I was pregnant. She wanted me to move in with them, this sister he didn't know she had. She knew that instant. The look on his face. She knew. Boah, ist das krass. Also eine von den beiden ist schwanger geworden. Hat das Baby aber verloren. Krass. Da fliegt doch alles aus, das geht doch dann gar nicht mehr. Was ist das für eine kranke Geschichte? She sent him out the house, kicked him out, called me up, crying, and I went round. I guess I had a feeling I could hear something was wrong in her voice, but I wasn't sure what it was. She called me sister on the phone. She never calls me that. My sister is gone. And she's never coming back. Alter, hat die Eve auch noch Diana getötet? You want me to play something? I'm not the world's greatest guitar player. Okay? Probably needs tuning. No, it's okay. How about a traditional ballad? Should be right up your street. Sisters came walking by the sea. Oh, the wind and the rain. The eldest one pushed the other one in. Oh, the dreadful wind and rain. Ob uns das weiterbringt? See, they both had a love for the captain's son. Oh, the wind and the rain, but he only cared for the youngest one. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, the eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain, with a pretty little face and her long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. She pushed her in and held her down. Oh, the wind and the rain watched her as she slowly drowned. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, she floated up and she floated down. Oh, the wind and the rain. Ist ziemlich makaber, wenn man weiß, dass die eine Schwester die andere wirklich umgebracht hat. Came by, oh, the dreadful wind. So I think that's a good place to stop. Okay, also halten wir nochmal das Gesamte fest. Hannah meldet ihren Mann als vermisst. Moment.
Und zwar am 18.06. Am 27.06. findet Hannah ihren Mann tot im Keller. Und irgendwann danach... Moment. Tötet Eve Hannah. Simon verschwindet, weil Eve sie getötet hat. Oder ihn. Die haben sich einfach nicht abgesprochen. Hannah vermisst. So. Das ist ja so krass. Ich muss das gerade alles mal niederschreiben, sonst komme ich da nicht mehr weiter. Krass, das heißt, die auf dem letzten ist auf jeden Fall Eve. Kann man da irgendwie sowas eingeben? Schade. Kann das Ding mehrere Wörter? Ja, das hatte ich schon mal gemacht. Da war nämlich das mir aufgefallen. Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Krasse Scheiße. Was ist eigentlich im Mülleimer? Achso. Puh. Tja, was können wir jetzt noch rauskriegen? Es gab ein Tagebuch, ja. Das ist aber verbrannt. Wir hatten den Attic, wir hatten den Keller. Puh, das ist eine dramatische Wendung der Ereignisse. Mir fällt aber nichts dazu ein. Also ich habe quasi die Lösung. Aber... guck mal, das ist was mit Change. I don't know if anyone really changes. You just become more yourself. Simon was my prince, and that hasn't changed. Okay, jetzt weiß ich aber halt immer gar nicht, wer von beiden jetzt diese Aussage macht. Die können ja auch so noch getauscht haben. Heißt sie auch Smith mit Nachnamen? Verdammt, ich brauche mehr Entries. Also auf jeden Fall wahrscheinlich ganz viel am Ende jetzt gefunden, weil das ja... Ja, genau. Hier kommt dann irgendwo, wie sie es gemacht hat. Was ist denn mit dem Messer? Ah, guck mal. Mother wanted me to grow my hair long, but I kept cutting it myself. I wanted to look like my reflection. She always had short hair when she was little. Mother would hide the scissors, but I would find a way. Cut it with a bread knife, something like that. My reflection would always leave her house and go on adventures, but I never could. Mother taught me at home, and I had books and TV. Oh, TV was magical, but it was only on when it wanted to be, so I spent a lot of time reading books. Ja, ja, klar, dann musst du aussehen wie die andere und dann müsst ihr das nicht tauschen. Well, she has a knife. She's been cooking, I guess. She's been cooking him his favourite meal. She's his wife. And he's asleep and she doesn't want to wake him because he's ill. That's why she's sad.
because he's ill and he might die. It's kind of a sad story, so I'm not sure how it ends. Okay, so eine Art Psychotest. So. Irgendwie hatte ich mal Kitchen auf dem Schirm. Ich weiß noch nicht mehr warum, aber dann hätten die sich in der Küche getroffen oder sowas. Okay. I parked up on the street. It was busy, Ach so, so I das war parked on das, the end genau. of the road. I walked up to the house, I knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag, unlocked the door. Das The ist main das, was ich lock. gesagt habe, das klingt wie auswendig gelernt, aber das kann natürlich auswendig gelernt klingen, weil die beiden sich untereinander immer absprechen mussten. Aber wie ist der Mord passiert? Warum? War jemand eifersüchtig? Hat er beide gesehen? Hat er beide gesehen? Warum? Oh, guck mal. When you've been married for 10 years, stuff accumulates. You could argue about anything. And he's so nice. That doesn't help. He tries to smooth things over, and that just makes it worse. We're both passive aggressive, so we never normally argue directly about anything. Ja, jetzt will ich mich einfach mal, aber gerade diesen Datenbankchecker sicherlich auch so machen, dann kann man den auch refreshen. Das heißt, man sieht, wo man in der Story ist. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. I did. Well, we met when we were 17, both working at the Glaciers. Jetzt auf Refresh drücken. Ah, guck mal, genau, jetzt bin ich da. Also ist das noch relativ am Anfang der Story. I got pregnant. Both our parents had a big powwow. We weren't even in the room. And they decided we should get married. Okay. So, jetzt interessiert mich noch irgendwie das mit dem Tod, aber wie ist das mit dem Tod? Ich musste irgendwie so etwas finden wie ein Grund. Was hat Simon gesehen? Oder gesagt? Oh, schade. Da habe ich auch schon mal nachgesucht. Das hilft auch nicht weiter. Tja, wonach könnten wir da noch suchen? Autos sind immer gut. I wasn't in the house all of Friday night. After the argument, after Simon left, I left too. I was upset and I wanted to get away. So I took the car. So, wo ist das jetzt in der Timeline? Da unten schon, okay. I got in the car and I drove. I just kept driving north. Just kept going, just wanted to get as far away as I could. When I finally stopped, I was all the way up in Glasgow. I was so tired. I just had to sleep. Okay. Was ich mich aber noch frage, war das mit den blonden Haaren. I left the next day, Saturday. I slept for a few hours in the car. And when I woke up, I came straight back. Simon wasn't returning my calls and I wanted to try and make up. I got back to the house and Simon wasn't there. And I... Excuse me. Is there a bin? Hoch? Okay. Yeah. I pulled over and slept in the car. This was just by the side of the road.
I was exhausted. Ist die eine von den beiden noch schwanger? Oder ist das Kind jetzt tot oder was? Yes, I'm fine. I won't be sick again. This happened some days. I'm pregnant. It's morning sickness. Also ist eine von den beiden jetzt gerade schwanger. Ach du Scheiße. Überleg mal, Hannah ist schwanger. Und Eve tötet eine schwangere Frau. No. Well, yes. He found out on my birthday. I told him I was pregnant. Leck mich fett. Hannah. Hannah ist schwanger und wird dann von Eve umgebracht als schwangere Frau. Leck mich im Arsch. Eve tötet beide. It's Rapunzel. The story starts when she's born. Mother Gothel, a witch, takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower. Rapunzel gets pregnant by the prince, and Mother Gothel is furious, so she cuts off her hair and throws it. Actually, her hair's already short here, so that's already happened. So she throws her into the wilderness, and Rapunzel is reunited with the prince, who's blind, but she kills him with her tears, and so it's a happy ending. Is that too much? Okay. When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Oh, Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. The hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. okay. Leck mich im Arsch, ey. Ist die Story kacke? Oder, ja, was heißt kacke, aber... Puh. Wer ist der Mörder? Wer von den beiden ist der Mörder? Nein, Eve ist der Mörder, das haben wir ja schon festgestellt. Puh. Das macht mich ein wenig traurig. Die Story ist so verzwickt mit so vielen... ja, Wendungen. Ich sag mal... Jetzt habe ich mir gedacht, so Hannah war es, aber wer war es noch mit Hannah? Jetzt war es Eve mit irgendwem. Hatte Eve einen Freund? Ah. Mum and Dad had never had any reason to notice. They were always busy. Sie hatten keinen Grund, If das Hannah was eating a festzustellen. lot, they didn't mind. She didn't put on any weight. That girl has a healthy appetite. If they heard us talking in the attic, they just thought it was Hannah playing one of her games, and that Eve was our imaginary friend. Once, she was already up and dressed and ready to go to school, and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear and she went mad. Get dressed this instant! So I ducked into our bedroom, and seconds later, out came Hannah, dressed and ready. My mum was amazed. Ja, das wundert mich. War einer von den beiden blond? This other person doesn't exist.
I don't know what the blonde wig is, but it could be anything. Have you looked at the cat flap? Deswegen hat die eine auch ein Tattoo und die andere nicht, fällt mir jetzt gerade ein. Wer von den beiden hat das Tattoo? Ich glaube, Eve muss das Tattoo haben. Deswegen haben die auch immer lange Sachen an. Aber da ist das Tattoo. Das ist ja so krass. Das ist mir ja schon mal aufgefallen, dass die eine mal das Tattoo hat und die andere irgendwie nicht. Ha! Witzig. Ich glaube, Eve hat das Tattoo. Dann müsste das hier Eve sein an dem Tag. 1.7. Dann ist Hannah mindestens seit dem 1.7. tot schon? Das muss ich jetzt mal auf mich wirken lassen. Ich glaube, wir beenden das für heute. Ich mache mir ein paar Gedanken und wir sehen uns morgen wieder. Wirklich, das Ding fesselt mich, aber meine SSD-Platte ist voll, auf die ich immer aufnehme. So, wir sehen uns die Tage. Adios, ciao und goodbye.